Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Mein Name ist Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal. Mit diesem Video starten wir nach unserer kleinen Sommerpause in die neue Saison. In den nächsten Wochen und Monaten gibt es hier jeden Samstag neu spannende Tutorials rund ums Aquarell. Um vielleicht jetzt im Spätsommer noch ein wenig in Urlaubserinnerungen zu schwelgen, beginnen wir mit einem sommerlichen Urlaubsstrandmotiv. Viel Spaß damit! Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Cobalt Türkis Light, Kobaltblau, Neutraltinte, Permanentalicerin von Winsor Newton, Lasurorange von Schminke, Sienna gebrannt von Winsor Newton und Ultramarin Feinst von der Firma Schminke. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier von Arches, 300 Gramm Grain Fin. Das Format ist ungefähr DIN A4. Oben liegt der Auswaschpinsel, das ist ein Kunststoffpinsel der Firma Da Vinci. Und ansonsten arbeite ich mit meinen 3 Pinseln, dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmarderpinsel Größe 10 und einem synthetischen Pinsel für die Detailarbeit in der Größe 6. Außerdem verwende ich Maskierflüssigkeit der Firma Schminke, auch bekannt als Rubbelkrepp. Mein heutiges Aquarellmotiv habe ich mir aus 3 verschiedenen Fotos zusammengestellt. Diese Strandkörbe am Strand von Sylt gefallen mir besonders gut, aber ich möchte heute statt des Sonnenuntergangs lieber einen sommerlich bewölkten Himmel malen. Hier seht ihr schon meine Skizze und es folgen nun ein paar Worte über die Komposition, die ich aus den 3 Fotos für mich zusammengestellt habe. Der Himmel wird durch seine wolkige Struktur bildbestimmend werden und deshalb nimmt er den größten Platz im Format ein. Das Meer ist als relativ dunkle Form geplant. Hier reicht mir ein kleinerer und dunkler Streifen. Der Strand im Bildvordergrund ist wieder etwas größer als die Form des Meeres. Es ergeben sich also 3 unterschiedliche rhythmische Formen, die das Bild in der Horizontalen gut gliedern. Die Strandkörbe sitzen im rechten unteren Drittel des Bildes und die Beleuchtung kommt für mich von vorne links. Deshalb sind die rechten Seiten der Strandkörbe im Schatten und auch auf dem Sand befindet sich dann die Schattenform der Strandkörbe. Um die Wolken mit schönen, weichen Formen gleich in den Himmel zu zaubern, mache ich das Blatt im oberen Bereich zunächst nass. Für einen duftigen Wolkenhimmel mit weichen Rändern ist es wichtig, gutes Büttenpapier zu verwenden. Dieses Papier ist aus der Baumwollfaser gemacht. Sie trocknet ganz allmählich und langsam und bietet so ein entspanntes Arbeiten mit dem feuchten Papier. Ich mische mir jetzt einen bläulichen Grauton mit Kobaltblau, Sienna gebrannt und einem Hauch Permanentkarmesin und male zunächst die Wolkenschatten. Da das Papier noch relativ nass ist, ist der Pinsel bei diesem Farbauftrag ganz trocken. Ich erreiche dies, indem ich ihn zur Steuerung der Wasserladung in das Tuch in meiner linken Hand ab und an abstreiche. Die Wolken setze ich ganz locker aufs Papier und achte darauf, dass ich unregelmäßige Formen erhalte. Mit reinem Kobaltblau setze ich nun kleine blaue Himmelsflächen zwischen die grauen Wolkenschatten. Das ist der blaue Sommerhimmel, der zwischen den Wolken hervorblitzt. Um die sonnenbeschienenen, hellen Stellen auf der linken Seite der Strandkörbe auf keinen Fall zu verlieren, maskiere ich sie mit Rubbelkrepp, bevor ich dann locker das Meer darüber male. Damit mir das Rubbelkrepp meinen Pinsel nicht verklebt, seife ich ihn mit einfacher Pinselseife ein, bevor ich dann mit dem Pinsel die Maskierflüssigkeit auf der Fläche verteile. Ich maskiere nur die sonnigen Seiten der Strandkörbe. Auf den rechten Seiten der Körbe möchte ich mit einem dunklen Schattenauftrag nachher für Kontrast sorgen. Bevor ich weitermale, ist es sehr wichtig, dass die Maskierflüssigkeit komplett getrocknet ist. Ich helfe hier vorsichtshalber mit dem Föhn etwas nach.
Die Fläche des Meeres feuchte ich unregelmäßig etwas an, denn ich möchte gleich beim Malen ganz unterschiedliche Verläufe bekommen. Abwechslung und Variation ist in der Malerei ganz wichtig und das Mischen von weichen und harten Kanten, das heißt von wässrigen und trockenen Farbaufträgen, ist eine ganz große Stärke der Aquarellmalerei. Mit Ultramarinblau, etwas Kobalttürkis Light und ein wenig Neutraltinte wird jetzt das Meer mit schnellen, lockeren Bewegungen aufgetragen. Über die Strandkörbe kann ich hinwegarbeiten. Die linke Seite ist durch die Maskierflüssigkeit geschützt und die rechte Seite der Körbe wird ohnehin später dunkel gemalt. Die Oberkante für die an den Strand anrollende Welle lasse ich weiß stehen. Unterhalb der Welle lege ich einen Schatten und deute dann mit einem Strich klarem Wasser den Spülsaum an. Mit einer wässrigen Mischung aus lichtem Ocker und etwas Sienna gebrannt geht es weiter in den Vordergrund. Je weiter ich zum Bildrand komme, umso mehr Sienna gebrannt und auch etwas Blau kommt in die Mischung hinein. Ich arbeite mit zügigen und variablen Pinselstrichen und erhalte so eine schöne, nicht zu gleichmäßige Fläche für den Strand. Ein paar kleinere Akzente mit etwas dunklerer Farbe und ein paar Wasserspritzer mit dem Kunststoffpinsel beleben die Fläche noch zusätzlich. Nun muss der erste Farbauftrag einmal komplett durchtrocknen. Das im Film gemalte Original-Aquarell ist wie immer käuflich zu erwerben. Wir werden aber diesmal nicht wie gewohnt eine eBay-Versteigerung machen. Ich bin noch einige Wochen unterwegs und deshalb kann ich das Aquarell erst später von zu Hause losschicken. Wenn du dich für dieses Original-Aquarell interessierst, schreibe mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Dann antworte ich dir mit einem Angebot für das Bild und schicke es gerne per Post zu. Jetzt geht es weiter mit unserem Strandmotiv. Bevor es weitergeht, wird das Rubbelkrepp entfernt. Ich mische mir eine Schattenfarbe mit Ultramarinblau, permanent Alizarin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt und setze die Schatten auf die rechte Seite der Strandkörbe. Im unteren Bereich nehme ich Lasurorange mit in die Mischung hinein. Hier reflektiert der Strand und der Schatten wird wärmer. Ein Schlagschatten verbindet beide Strandkörbe und auch der kleine Schatten unter dem Strandkorb ist wichtig. Ein paar kleinere Schattenformen setze ich noch in die Sandfläche. Mit Ultramarinblau und etwas Sienna gebrannt male ich die Markierung auf dem linken Strandkorb. Die Zahl, die noch auf dem Foto zu sehen ist, lasse ich weg. Ein paar Akzente kommen noch direkt unter die Welle. Hier verwende ich wieder die Mischung Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Ich trage nun noch einen zusätzlichen Schatten auf den rechten Strandkorb auf und gehe mit der Schattenfarbe noch hier und da über meine zwei Hauptdarsteller im Bild.
Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau gibt es noch ein paar sehr kräftige Akzente mit dem trockenen Pinsel. Ich könnte das Bild nun so lassen, aber ich denke, eine etwas dunklere Lasur im Bildvordergrund würde die Strandkörbe noch mehr zum Leuchten bringen. Ich mische mir also noch einmal Sienna gebrannt und Ultramarinblau und setze einige Striche vom unteren Bildrand kommend auf die Strandfläche. So sitzt das ganze Motiv etwas besser im Format. Ihr wisst, dass ich ein großer Möwenfan bin, also jetzt hier noch ein paar kleine Möwen, die die Atmosphäre von Urlaub, Strand und Meer zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, dieses Motiv hat euch Spaß gemacht und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Vielleicht sogar direkt am Strand, im Urlaub oder zu Hause als Erinnerung an den Urlaub. In jedem Fall wünsche ich viel Erfolg und Spaß damit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.